Party People. Mal ein bisschen Stabilität reinbringen in das Ganze. Es ist ein sehr kühler Montagmorgen und wir treffen uns hier, um die neue Gitarre und Bass zu besprechen. Aber zunächst mal, ich habe unheimlich lange gebraucht, um das Baby hier einigermaßen in Tune zu bekommen, wie es die letzten Tage allgemein schwierig ist, die Gitarren in Stimmung zu halten. Stimmung! Dieses Wetter, also es ist so kalt und dann ist es aber schnell wieder warm und dann regnet es und dann wird es feucht und boah, schlimm. Also selbst bei hier der alten Axt, die jetzt 20 Jahre auf dem Buckel hat, wie geht's denn euch? Was machen denn eure Schätzchen? Immer davon ausgehend, dass ihr in Deutschland lebt und das Klima da ungefähr genauso ist wie hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber ich habe gerade echt einen Kampf und es macht keinen Spaß. Da wünscht man sich irgendwie doch mehr Kontinuität im Wetter. Aber gut, kommen wir zu Gitarre und Bass. Frisch gekauft, ist schon ein paar Tage raus. Und seht's mir nach, ich muss ein bisschen Kaffee schlürfen, weil es ist morgens. Die Ausgabe 06 2025. Und auf der Titelseite sehen wir die neue Crowdstar von Nick Huber, die sich jetzt anlehnt an das Design der Dolphin, so wie eben auch meine Gitarre eine Dolphin ist. Hat verschiedene Gründe, wird auch in dem Artikel und dem Test dazu ein bisschen erläutert. Ja, am Ende war die Crowdstar immer angelehnt an eine Junior eines bekannten amerikanischen Herstellers. Ich bin verwundert, dass hier im Test der Markenname genannt wird, nicht, dass das Widerstreit gibt. Und wie schon die Änderung der 4-2-Kopfplatte, die etwas zu ähnlich war, eines amerikanischen Herstellers, ging es halt auch jetzt hier um die Body-Konstruktion bzw. die Form des Bodys und um da ein bisschen einem Rechtsstreit auszuweichen, ja, geht es eben jetzt in die Dolphin-Form und das ist nix eigene Form, da kann ihm keiner reinpieseln. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass ich schon sehr früh auf der Musikmesse damals noch sehr exakte Kopien von Nicks Gitarren gesehen habe aus einem Land, welches sich in Fernost befindet und dafür bekannt ist, dass jede 2 Sekunden eine Gitarre vom Band fällt. Ja. Gut, neben der Gitarre vom Nick sind vorne die neuen Pedale von Marshall drauf, die ich unbedingt auch antesten möchte. Ansonsten haben wir einen kleinen Hinweis zu Adrian Belew. Ich muss echt überlegen, Burns ist, glaube ich, der Name. Stefan Lukather, ein bekannter deutscher Gitarrist, hat hier ein Interview. Jerry Douglas und Ron Block, die mir auch nicht bekannt sind, waren. Dann gibt es einen Test zu Helmut Hattler. Gibt es eine Ausgabe von Gitarre und Bass ohne Helmut Hattler? Das ist die Frage. Adrian Smith, der ja seinen zweiten Frühling erlebt mit Richie Kotzen im Duo, mit Smith Kotzen und trotzdem weiterhin bei Iron Maiden geil performt. Und dann haben wir Vincent Garcia oder Vicen, ich weiß es nicht ganz. Und unten gibt es noch ein paar Tests, da gehen wir aber gleich drüber. Oh, warte mal, hier ist so ein Einleger drin, denn what is it? 12 Ausgaben zum Vorteilspreis, 25 € Amazon-Gutschein. Ach ja. Du, das gucke ich mir echt mal an. Denn, ja, so ein Abo ist vielleicht was wert. Oh, ich bin echt erstaunt. Die erste Umschlagseite bietet uns gleich eine Thomastik Infeld Anzeige. Flatwounds for the 60s Sound. Infeld 12 Strings. Designed for Rickenbacker 12 String Guitars.
ey, das ist marketingmäßig so steil auf eine Zielgruppe. Also erstmal 12-Seiter-Gitarristen, geschliffen für Rickenbacker. Geht mal in euer persönliches Umfeld und stellt mal fest, wie viel 12-Seiter E-Gitarristen ihr kennt, die Flatwounds spielen, bereit sind, Thomastik-Infeld-Seiten zu spielen und Rickenbacker und 60 Sound. Das war ja noch die andere Geschichte. Oh, ich muss mal hier ausmachen. Sonst bingt es die ganze Zeit. So. Aber das ist schon erstaunlich. Gut. Anyways, finde ich aber gut. Finde ich gut. Ich unterstütze solche Firmen. Wir haben eine Fame-Anzeige mit Bässen, die sehr ähnlich sehen einem Bass, der ebenfalls in Deutschland gebaut wurde. Und jetzt kommen wir zur Geschichte Inhaltsangabe. Oh, da ist die PV Adrian Vandenberg. Ich bin sehr geil auf diese Gitarre. Ich habe den Prototyp in Berlin auf einer Veranstaltung von der SOM gespielt und muss sagen, ich habe mich spontan verliebt. Haben wir Solar-Guitars. Wir haben diesen Gitarristen Burns. Was haben wir noch an Tests? Harley Benton Power Plants. Wir haben einen Lackland Bass. Meine erste Lackland-Erfahrung war mit einem Aushilfsbassisten, der in den Proberaum kam und der war so professionell, dass er nicht mal ein Amp mitgebracht hat und gesagt hat, ich spiele direkt ins Pult. Und das war für uns alle so ein bisschen. Die Scheiße war, dass dieser Bass so verdammt gut klang, dass er selbst einfach straight in die Anlage besser klang als das, was der eigentliche Bassist mit Amp gespielt hat. Und das war für mich so ein, ich glaube, diese Marke ist gut. Die kannte ich bis dahin nur vom Sehen. Und das war meine erste Erfahrung. Das ist für mich prägend gewesen. Ja? Also, geiles Zeug. Es gibt eine geile, sehr abgespeckte LTD bei ESP Josh Middleton, JM1 Signature, die sieht sehr geil aus. Und es gibt einen neuen Dark Glass Booster. Oh, es gibt einen Spring King Junior von Dan Electro. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. So, kurzer Gearcheck, wir sind gut. Fame-Anzeige und bei den News. Mactone Guitars machen anscheinend eine Tele, eine modulare E-Gitarre. Ah, das sieht mir schon so, also habe ich mir gerade gedacht, man kann die komplette Elektronik austauschen. Also sprich verschiedene Pickups und Putty-Konfigurationen machen. Dann gibt es den Tone King Imperial Tri-Tube Preamp als Pedal. Also dieser Tone King Imperial ist ja so ein bisschen verschrien als The Pedal Platform Amp und auch das Plugin ist sehr berühmt berüchtigt. Jetzt müsste ich mich aber echt schlagen lassen, wer es gemacht hat. Ob es Neural gemacht hat oder die anderen. Und Catalina Brad Wake ist ein Chorus-Pedal. Okay. Und von Darkglass gibt es das Anagram. Da hatte ich mich erst ein bisschen drauf gefreut, dass es ein Gitarren-Multi-Effekt ist, weil es sehr kompakt ist, also so ähnlich, sage ich mal, von der Größe wie das Tech 21 Richie Kotzen Fly-Rig, aber mit einem anscheinend Touch-Display drauf. Sehr, sehr geil. Aber es ist für Bassisten, ich habe die Hoffnung, dass es dir vielleicht noch ein Update gibt. Parame? Okay. Platte des Monats ist Gary Moore, live from Bouloir Session. Boah. Ja, ein Konzert von 1990. Auf dem, kann man das sagen, Höhepunkt seines Erfolgs? Nein, das war schon vorher. Still Got the Blues war vorher. Ja, aber getragen vom Erfolg. Oh, Thomas D. Flow Mega ist auch eine Platte, die hervorgehoben wird. Ja, geil. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da geile Songs drauf sind. Little Feat gibt es eine neue Platte.
Skunk Nancy. Ich glaube, der Gitarrist ist nach wie vor im Guinness-Buch der Rekorde für die Nutzung der meisten Effektpedale hintereinander. Der hat irgendwie einen Aufruf gemacht in London. Come by und bring your Effektpedal. Und dann haben die alle hintereinander geschaltet. Und was am Ende rauskam, war erstaunlich schlecht. Also, und wir reden hier nicht über True Bypass oder nicht True Bypass. Es ging einfach nur darum, alles hintereinander zu machen. Ich habe die genaue Anzahl nicht im Kopf, aber es war tierisch. Ja, warum nicht, ne? More is more, würde ein bekannter alter Schwede sagen. Sorry. Haben wir noch eine Platte, die ich vergessen habe? Stereophonics. Oh, die habe ich mal gesehen. Oder waren es die Stereo MCs als Vorgruppe von U2? Oh Gott, ich bin alt und vergesslich. Lucifer sagt, weniger ist mehr. Ich habe doch gerade gesagt, more is more. Wie kann denn dann der Lucifer sagen, less is more? Ja, ich finde es total geil, dass die Erben von Jeff Beck je eine Gitarre an besondere Künstler rausgegeben haben, die jetzt die Gitarren auf ihren Touren um die Welt tragen. Und so ist die weiße Reverse Headstock Strat von Jeff Beck auf der Reise zusammen mit Steve Lukather, ich meine, Steve hat eine Ära von Gitarristen geprägt und auf 12.000 Platten gespielt. Aber was er spielt, ist halt so Jeff Beck. So Jeff Beck. Ne? Deshalb hat es mich ganz, ganz besonders gefreut für ihn. Und ja, er ist zurück von, ja, also Rack-Ära war Steve Lukather und er ist zurück zu zwei Bogner Tops und Pedalboard. Mit Rodenberg Overdrive drauf. Ne? Ja, Helios, Bogner Helios 100. Gut, dann haben wir eine Duesenberg-Anzeige. Und dann geht es nochmal rein in das Board vom Herrn Lukather. Mann, Mann, Mann. Das sind viele Ebenen, die es zu schalten gilt. Ja. Ah, geil. Dann haben wir eine Anzeige zur Player Modified. Ach, hier der College, ja genau. Bernd Bernth von YouTube bekannt, ja. Ich erinnere mich. Ibanez Endorser. Ich versuche alles das, was ich selbst kann, mit den Leuten zu teilen, denn ich hasse jede Form von Geheimniskrämerei. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen der neuen Generation und ich begrüße das ausdrücklich, dass diese neue Generation von Musikern, vor allem Gitarristen, nicht dieses Ich bin Solo-Gitarrist-Ding hat, ne? Sondern hey, komm rüber, let's jam. Und ganz im Ernst, die Großen waren immer so. Also nicht nur jetzt die großen Eddie Van Halens, sondern auch die großen, auf unserer Ebene hier in Frankfurt waren es der Schmidt-Martelle, Ali Neander und ich möchte jetzt niemand auf die Füße treten, aber Thorsten de Winkel. Und alle drei habe ich im Laden erlebt und egal, was du gefragt hast, du hast eine Antwort bekommen. Wenn du irgendeinen Song nicht genau konntest, von deren Komposition, dann haben wir gesagt, nee, warte mal, das ist ein E-Moll 7 oder 9, warte mal. Also die waren immer offen, ja. Und ich werde es nie vergessen, ein Moment, der mich persönlich ganz stolz gemacht hat, auf der Musikmesse, abends Feierabendbier. Ich habe mir die Strat von Thomas Blug geschnappt und habe ein bisschen gejammt. Und Thomas kommt rum und fragt, ey, was hast du denn da gemacht? Und dann habe ich ihm erklärt, was ich gerade gespielt habe. Ja, also es ist immer Gegenseitigkeit. Man hört nie auf zu lernen und zu geben. Gut, Adrian Belew. Ja, das ist natürlich Zappa, Bowie. Nine Inch Nails wusste ich jetzt gar nicht. Und King Crimson natürlich. Und ja, habe gerade ein Konzert auf YouTube verfolgt. Tierisch. Einfach nur tierisch. Voll cool. Gut, da ist eine
Parker Fly im Einsatz. Was ist denn das? Torn Sound Labs. Never heard of it. Natürlich bei W Distribution, sprich Warwick im Vertrieb. Der Treminator. Ein Tremolo-Pedal. Sieht sehr futuristisch, aber sehr geil aus. Jerry Douglas. Sehr gut. Akustik, da geht es um Lap-Stil und Allgemeinstil-Gitarre. Dann haben wir das Huttler-Interview und eine Anzeige von Kirstein. Das ist auch nicht so oft. Oh, mit einer... Ich habe mich schon wieder verwirren lassen. 13,99 für eine SG, aber es steht dann doch das Epiphone-Logo drüber. Das wäre zu schön gewesen. Huttler mit einem sehr abgespeckten Rig. Ja, da ist ein Digitech-Effektgerät von der Zeit, da war ich noch jung. Und jetzt kommen wir zum Adrian Smith-Interview. Und natürlich auch ein Foto mit Herrn Kotzen. Und was spielt der Herr Smith? Er spielt JVM 410 und jede Menge Rack unten drunter, aber überschaubar. Es ist nur ein großes Rack, aber es ist nicht mega viel drin. Und Vincent Garcia ist ein Bassist, Spanisch für Fortgeschrittene. Jo. Guck mal hier. Meet the Artist. Ich habe doch gerade von Ali Neander geredet. Am 24. Mai. Das war schon. Save the date. Am 24. Mai. Das ist vielleicht nicht so geil getimt gewesen, die Anzeige. Oder ich bin einfach zu spät. Auf jeden Fall wäre Ali Neander am 24. Mai bei Kloppmann gewesen. Die haben ja jetzt da so eine kleine Bühne und so ein kleines Ding, wo man auftreten kann. Finde ich gut. Gib den Artists eine Chanson. Flatlay kann ich immer nur wieder sagen, kauft Flatlay-Pedale. Jetzt ist hier der Test von der Crowdstar Homecoming. Ja, ein bisschen kann man das sagen. Zurück in die alte Form, wie es war. Wer ist auf Tour? Robert Cray, Joe Bonamassa, der ist irgendwie immer auf Tour. Henrik Freischlader ist auch immer auf Tour. Und Seth Schwei Band spielen in München und in Düsseldorf. Und in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Geil. Okay, jetzt ist hier diese ESP Josh Middleton. Ja, das ist eine Gitarre mit einem ERG und einem Volume Potty. Mit einer festen Brücke. Die Lackierung ist mit Sicherheit nicht jedermanns Geschichte oder jeder Fraus, aber ist sehr geil. Aktiver AMG und Locking Tuner obendrauf. Voll gut. Und dann haben wir Arrow Guitars. Das ist mir schon letztens ins Auge gestochen und das sind Gitarren für 136, 138 Euro. Eine Tele- und eine Strat-Kopie. Aber irgendwas sagt mir, dass die anders sind als andere günstige Kopien. Die sehen hochwertiger aus. Eine Strat mit SSH und eine Tele mit ganz normal SS. Pappel und Ahorn und Palisander. Also die gleichen Hölzer, die auch die Mexiko-Teles und Strats am Anfang verwendet haben. Mittlerweile ist es ja da auch ein bisschen variabler geworden. Und jetzt gibt es hier wieder eine Anzeige zum Magazin Wanderlust. Ist diese Kombination Gitarre und Wandern ein Thema? Naja, hier ist sie. PV Adrian Vandenberg, Back Again. Wie gesagt, ich hatte den Prototypen in der Hand. So gut. Jetzt mit Floyd, nicht mit dem Kahler. Und vor allen Dingen, diese Gitarre gefiel mir viel, viel besser. Der Onkel meiner Frau, was ist das dann für mich? Whatever. Der hat das Original und das mag ich gar nicht. Übrigens auch das Original Van Halen Modell komme ich auch nicht mit klar. Ne? Aber das hier ist cool. Aber warte mal, hier sind glaube ich noch weitere Termine. Huttler. Huttler. Andreas Kümmert ist auch immer auf Tour. Lynyrd Skynyrd kommen die nach Frankfurt? Das wäre ja was fürs Lebensbuch. Oriandi kommt und Bröselmaschine mit uns aller Peter Bursch, dem Gitarrenlehrer der Nation. Harley Benton Anzeige. Jet Guitars. Ein
Prezi für $400. Da versuche ich auch was zu machen. Also nicht zum Prezi, aber zu den Gitarren. Da wird was kommen die nächste Zeit. Dann haben wir den angesprochenen Lackland Bass. Und dann kommt dann Elektro. Ich habe gerade letztens ein Gespräch mit Nicola Petrek über dann Elektro, Bässe und Gitarren gesprochen und wie wenig sie geschätzt werden für das, was sie machen. Ja, es sind teilweise One-Trick-Ponys, die wirklich nur eine Sache machen, aber die dann halt so geil, dass du keine andere Gitarre dafür verwenden kannst. So, und jetzt kommen wir zu diesen M-Klassiker-Pedalen. Witzigerweise gleichzeitig kamen Peavey mit den Klassiker-Pedalen raus und Marshall. Und es gibt einen 59er Plexi, es gibt einen JCM 800, einen JCM 900, es gibt den J4M und what is the last thing? Schlag mich tot, aber ich bin zu alt, um es zu erkennen. Ach, den DSL. Ja, okay. Hättest das gebraucht. Minus, DSL-Pedal fällt im Vergleich etwas ab. Ja, das war der Amp auch. Der war genauso abfallend. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie klingen. Hier, das Mini, ich schmeiß mich weg. Danelectro Spring King Junior. Das Pedal ist so groß wie hier diese Nobles-Pedale. Und da ist eine Halsspirale drin. In so einem Mini-Pedal. Das große hatte das schon. Das Witzige ist, das große Spring King hatte sogar einen extra, einen Punkt vorne drauf, wo man drauf treten konnte, damit man diesen Effekt hinbekam. Das klingt so. Halsspirale, wenn man da dran haut, macht ja. Ach, guck mal da. Hier unten ist jetzt ein Schuh abgedruckt bei dem kleinen Pedal. Witzig. Optionale Klebepad in Form eines Stiefels. Ja. Kick Me. Voll geil. Jo, Darkla, sind wir da wieder. Ein Booster mit eingestellt, mit EQ drinne. Finde ich eine geile Geschichte, weil du willst nicht immer einfach alles boosten. Du willst nur vielleicht bestimmte Frequenzen boosten. Ja, es ist ein Basspedal. Aber ja, es macht auch für Gitarristen Sinn. Eben, ja. Harley Benton. Es gibt Power Supplies für den Preis von 8919 €. Ja, und die werden funktionieren, da bin ich mir sicher. Guitar Summit Anzeige. Dann geht es über Larry Carltons Super Arpeggio. Vielleicht sollte ich mir das mal reinziehen. Crashkurs melodisch Moll. Ey, ich hab noch wirklich überhaupt nicht durchgeblättert. Aber was habe ich vorhin gespielt, als ich hier rumgejammt habe? Melodisch Moll. Und ich sag's immer wieder, als mein Gitarrenlehrer zum ersten Mal es glaube ich war ein Buch von Troy Stetina, und dann hat er mir dieses Scale hingelegt. Und ich dachte, nein, das klingt falsch. Das ist falsch. Das kann nicht sein. Das ist richtig, aber... Hey, für morgens gar nicht so schlecht. Ja, irgendwann habe ich dann verstanden, dass das nicht unbedingt gleichzeitig klingen muss wie... Wobei es natürlich echt sehr miteinander verwoben ist, weil... die Araber natürlich bis vor Wien und auch im spanischen Bereich lange Zeit große Spuren hinterlassen haben. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass was klingt wie aus 1001 Nacht gleichzeitig auch darin vorkommt, was wir als klassisch bezeichnen. Und melodisch Moll klingt immer nach Klassik. Also wenn ihr irgendwie spielen wollt, müsst ihr eigentlich den da reinpacken und dann habt ihr einen klassischen Ingwie.
Oder Richie Blackmore, Entschuldigung, ja. Das für irgendwie klingt wahrscheinlich, gilt das gleiche wie für Steve Lukather und Jeff Beck. Gut, dann üben am Song, Bass Notes, Gitarre, König und Meier Anzeige, immer wieder geil. Dann haben wir Till and Tone und Musikinstrumente in Zeichen der Handelskriege. Ja, das ist ein Thema. Danke, lieber Udo Pipper, dass du dich dem angenommen hast. Ich habe jetzt heute Morgen schon wieder gehört. Am Wochenende sagt Mr. Trump 50% auf alle Einfuhren europäischer Güter. Um es am Montag, heute doch Montag, erstmal wieder um einen Monat zu verschieben. In der Zeit sind deine Handelspartner in den USA am Durchdrehen, weil sie deine deutschen Verstärker, in meinem Falle, das macht überhaupt keinen Sinn bei 50%. So, wird in einem Monat, beziehungsweise jetzt in 2 Monaten, die 50% eingeführt, dann würde man jetzt sagen, okay, dann kauft jetzt schnell. Aber natürlich ist mittlerweile auch jeder dahinter gekommen, dass es überhaupt niemals zu diesen 50% kommen wird, sondern am Ende sind es 10. Macht das Sinn, jetzt viel einzukaufen, um dann später festzustellen, die Preise sind nur 10% gestiegen, was viel ist bei den Margen? Ich glaube, ihr könnt mir ein bisschen folgen, ich hoffe es zumindest. Alle drehen komplett durch und alle wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und am Ende bleibt alles erstmal stehen. Du hörst von Handelspartnern einfach gar nichts mehr, weil sie sagen, was soll ich denn jetzt entscheiden? Soll ich jetzt zum alten Preis kaufen, um später festzustellen, ich habe viel zu viel an Lager und die Zölle kommen nicht, weil man sich irgendwie außerhalb geeinigt hat? Oder soll ich das Risiko eingehen, dass ich die Ware abverkaufe, nichts mehr an Lager habe und dann ist es 50% teurer oder 10% teurer? Ich weiß es nicht. Ja, und das ist ein echtes Problem. Ja. Ich glaube, das ist mal ein Thema für eine eigene Folge. Gut. Speaking of 12 Strings, hier geht es um elektrische 12-Seiter-Gitarren im Gitarrenguru. Und jetzt kommen wir schon zur Aussicht für die nächste Ausgabe. Da sehe ich eine sehr feine Gitarre, die mir sofort ins Auge sticht. Aber was ist es? Boah, das ist fies. Ihr könnt das nicht einfach nicht hinschreiben. Boah, sieht die geil. Das ist eine Tele mit 2 Humbuckern. Oh! Tausch Electric Guitars Royal Purple. Ey, ich falle jedes Mal wieder auf diese Gitarre rein, weil die hat er in verschiedenen Farben und jedes Mal bin ich geil drauf. Ich muss so eine Gitarre mal von ihm haben. Es gibt ein Robert Cray Interview, es gibt ein Santana Interview, Gerald Cantrell und einen Epiphone Jack Cassidy, Fretless. Geil. Und what is that? Das ist ein Walrus Mako-Serie. Das ist ein geiles Pedal. Anyway, ich lasse mir mal die Seite vom Udo Pipper auf und ich glaube, ich muss dazu mal noch ein paar Worte verlieren an euch zu einer späteren Zeit, denn jetzt haben wir schon viel Zeit verschwendet auf diese Ausgabe. Vielen, vielen Dank. Ich gebe euch noch ein paar Riffs und dann geht's hier mal ans Weiterarbeiten. Haut rein, bis dann.